Seit nun knapp einer Woche habe ich, wie die Presse und viele andere Creator auch, vorab für euch in Manor reingezockt. Aber jetzt darf ich auch drüber reden und oh Gott, ja, es gibt auch jede Menge Redebedarf. Kann ich euch also bis ins Unendliche weiterhypen oder muss ich vorsichtig eure Erwartungen dämpfen? Nun ja, gehen wir rein. Hand aufs Herz. Streng genommen hat Manor doch gar keine Chance. Mit der Entwicklung von Slavic Magics Ein-Mann-City-Builder geht ein gefühlt noch nie dagewesener Hype einher. Über 2 Millionen Menschen haben sich den Titel daher auf die Wishlist gesetzt. Weltweit Platz 1. Die Erwartungen sind also riesig. Zu riesig? In Manor baut ihr von null mit wenigen Ressourcen eure eigene mittelalterliche Siedlung auf und müsst euch auch gegen Banditen verteidigen und später sogar in großen Total War-ähnlichen Schlachten um neue Gebiete streiten. Ein Mix aus Aufbausimulation und anschließendem Scharmützel, den man so nur aus der deutschen Die Siedler-Serie kennt und was den Titel für diesen Kanal natürlich nur noch interessanter macht. Manor ist aber nur auf dem Papier wie ein Die Siedler-Spiel, da es in Sachen Komplexität nochmal 10 Schritte weitergeht, was jetzt aber bitte nicht negativ verstanden werden sollte. Um das zu erklären: Während eine durchschnittliche Siedlerpartie nach roundabout 2 Stunden entschieden ist, steht ihr hier bei Manor noch ganz am Anfang und arbeitet wahrscheinlich noch an den Grundbedürfnissen wie Nahrung oder Kleidung, um durch den ersten harten Winter zu kommen. Der eigentliche Genre-Mix entsteht also erst viel später, was euch so viel mehr Raum für Details in eure Siedlung gibt und das Ganze zumindest am Anfang sehr viel entspannter macht. Apropos Details, was hier grafisch und auch musikalisch aufgefahren wird, hat mir die Schuhe weggezogen. Da hat mich vor 2 Jahren schon die Demo weggehauen. Jetzt kann ich euch aber sagen, dass der Early Access Release hier nochmal deutlich eins drauflegt. Das fängt schon im Hauptmenü an, wenn euch der orchestrale Soundtrack das erste Mal ins Gesicht hämmert und ihr schon vor dem eigentlichen Spielstart mittendrin seid. Genau so geht es auch in den ersten Spielminuten direkt weiter, in denen ich nicht fassen konnte, wie detailverliebt alles gestaltet wurde und jederzeit flüssig mit konstanten FPS dargestellt wird. Die Early Access Version bietet euch, wie hoffentlich allen klar ist, und dass hier keiner nachträglich enttäuscht wird, keine Kampagne und auch zunächst mal keinen Multiplayer. Ein Faktor, der erst vor kurzem Pioneers of Pagonia trotz jederzeit guter Kommunikation und dem Early Access Prinzip für mich etwas unverständliche Kritik einbrachte. Das Spiel bietet euch zum Start also 3 Optionen an, in denen ihr euch Ausgangssituationen auf der Early Access Map gestalten könnt. Eine friedliche ohne Gegner, eine Variante, in der ihr zwar Gegner habt, aber erst in militärische Auseinandersetzungen verwickelt werdet, nachdem ihr selbst angreift, oder eine, in der ihr das volle Programm geboten bekommt und jederzeit auch auf eure Verteidigung achten müsst. Habt ihr dann euren Fürsten samt Wappen gestaltet, welches ihr auch alternativ in Photoshop komplett selbst designen könnt, Tutorial dazu folgt, startet ihr mit einem Basiscamp, etwas Ressourcen und einem Ochsen in einem Sektor auf der sehr großen Karte und beginnt ganz klassisch über den Holzfäller und die ersten Wohnhäuser eure kleine Siedlung zu gründen. Manor würde ich zu Beginn am ehesten mit Banished vergleichen, da ihr zunächst die Grundbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung und Feuerholz deckt, um eure Familien so sicher durch den ersten Winter zu bringen. Ihr müsst dafür aber nicht hetzen, habt also genug Zeit und könnt auch eventuell verbaute Fehler noch korrigieren. Sobald dann die ersten Waren auf eurer selbst festgelegten Marktfläche gehandelt werden und ihr eure erste Kapelle stehen habt, schreitet ihr in die nächste Siedlungsstufe voran,
in welcher die Komplexität dann Anno-like nach und nach zunimmt. Zur Erstellung dieses Videos habe ich nun etwa 6 Stunden im Spiel verbracht, also bei weitem noch nicht alles gebaut oder gesehen, geschweige denn irgendeinen Kampf geführt oder sonstigen Gefahren getrotzt. Es ist also wirklich nur mein erster Eindruck und der ist, wie man es hoffentlich schon raushören konnte, phänomenal gut. Auch wenn es dafür noch zu früh ist. Manor-Lords scheint tatsächlich die völlig überzogenen hohen Erwartungen locker erfüllen zu können. Ich ziehe jedenfalls schon hier meinen Hut vor Slavic Magic. Was hier eine Person nach 7 Jahren Entwicklung abliefert, ist für mich schwer in Worte zu fassen. Wenn auch der Rest überzeugen kann und das Late Game rockt, dann erwartet euch hier ziemlich sicher eines der besten Spiele des Jahrgangs, wenn nicht sogar das allerbeste jemals erschienene im Aufbau-Strategiebereich. Ich werde den Titel übrigens ab sofort 2- bis 3-mal die Woche bis zum Release auf YouTube streamen. Schaut da also gerne mal rein. Alle offenen Fragen sollten wir dann bis zum Release problemlos klären können. Freut euch drauf. Seid hyped. Hier spricht bisher einfach alles für Manor-Lords.